der Originalpokal von 1980. Damals hat Eintracht Frankfurt den UEFA Cup gewonnen. Mittlerweile nennt sich das Ganze Europa League und 42 Jahre später besteht die Chance, diesen Titel wiederzuholen. Übermorgen. Ganz genau so ist es. Und über diese Chance, wie groß sie ist und wie groß sie unter anderem Heribert Bruchhagen einschätzt, wollen wir sprechen. Ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Gerne, gerne. Wir haben uns auf Du geeinigt und Ja. schön, dass du da bist. Gerne. Ja, und Julian Franzke vom Kicker ist auch wieder dabei. Er hat die ganze Euroleague-Saison intensiv mitverfolgt. Schön, dass du da bist. Hallo. Guten Abend, danke für die Einladung. Heribert, normalerweise bist du nicht dafür bekannt, dass du ständig hochemotional bist, eher nüchtern in deinen Analysen, aber bei so einem Finalgefühl übermorgen ist es soweit. Du fliegst hin, morgen früh nach Sevilla. Ja. Kommt langsam so ein bisschen die Emotion hoch? Gut, es war mir ja auch nie vergönnt, besonders optimistisch zu sein. Ja. Das tabellarische Bild war oft etwas problematischer, als es jetzt nicht auf die Bundesliga bezogen, aber ich habe auch zweimal mit der Eintracht internationalen Fußball gespielt, aber so weit sind wir natürlich nicht gekommen. Wir haben die Gruppenphase überstanden, das Jahr. Aber die Euphorie der letzten Jahre, der letzten Veranstaltungen bis ins Halbfinale und jetzt bis ins Finale, da konnte ich also so viele Emotionen konnte ich nicht entwickeln. Die Chance hatte ich nicht, weil wir die Ergebnisse auch nicht hatten. Aber ganz toll und jetzt ist es umso schöner, wenn man das aus einer neutralen Position heraus betrachten kann, ohne dass man Verantwortung hat. Neutral ist man natürlich nicht, sondern ich drücke Eintracht die Daumen und bin mit großer Begeisterung dabei. Und danke auch, dass ich eingeladen worden bin von der Eintracht. Es ist ja schön, wenn man nicht so nach 5, 6 Jahren, dass man nicht so vergessen ist. Ja gut, aber wenn man 13 Jahre im Verein gearbeitet hat, dann hat man da auch seinen Anspruch, finde ich. Ja, Anspruch ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber man freut sich. Schöne Geste auf jeden Fall. Ne? Ja, finde ich er auch. sagt gerade, ein bisschen Neutralität ist schon dabei, weil er eben nicht mehr direkt eingebunden ist. Du als Journalist sollst ja eigentlich auch neutral sein. Ist das möglich bei so einem Spiel? Ja, absolut. Das wird während der 90 Minuten so viel zu tun geben, dass ich diese ganze Atmosphäre auch wahrscheinlich nur am Rande wahrnehmen werde. Also vorm Spiel natürlich, aber es ist ja auch bei uns dann aktueller Produktionstag und da wird man sehr viel am Telefon sein, sehr viel durchgeben und im Stress sein. Und Neutralität muss ich auch ein bisschen Einspruch heben. Also von Neutralität kann bei mir nicht die Rede sein, sondern man ist nicht mehr so in der Verantwortung und man nicht mehr so angespannt. Also ich drücke Eintracht, ich jubel mit allen, die um mich herum sitzen, jubel ich mit der Eintracht, das ist doch klar. Und Fieber mit der Eintracht. Ich meinte ja genau, dieses mit etwas Abstand das verfolgen zu können und vielleicht sogar noch etwas gelöster zu sein. Wir haben einfach mal gesagt, den Finaleinzug hat auch Harry nicht erwartet. Ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Das war an die Gegner, wenn ich gegen Barcelona, als ich die Auslosung Barcelona gehört habe, da habe ich gesagt, super, das ist ein so tolles Erlebnis und ich war mir eigentlich darüber im Klaren, dass die Eintracht ausscheidet, weil Barcelona ist eine oder zwei Nummern größer. Das ist anders gekommen und dann kam West Ham United. Da war ich auch nicht so optimistisch, aber schon etwas mehr. Und siehe da, und ich habe ja auch davor erlebt, 2 Jahre vorher, da waren wir in Mailand, wir waren in Rom und haben auch da schon überraschende Ergebnisse der Eintracht erlebt. Und ja, und jetzt ist das Endspiel erreicht und damit rechnen konnte man nicht und das haben auch unsere Fans nicht, die die Eintracht immer begleitet haben. Und so. Ich weiß gar nicht, wie die das noch schaffen, dass denen nicht das Geld ausgeht. Ja, vor allem bei den Preisen, die mittlerweile aufgerufen werden. Durch Europa zu reisen und dann auch noch, die Eintrittspreise bei der Eintracht sind sehr moderat und sehr volkstümlich, aber das ist schon eine Belastung, aber eine Belastung, die man gern hinnimmt. Auf dem Schwarzmarkt, die Tickets mittlerweile fürs Finale, habe ich gelesen, dreistellig gibt es nichts mehr. 1000 aufwärts für 90 Minuten Fußball gucken im Stadion, das ist schon krass. Wo warst du jetzt überall bei der Euroreise mit dabei? West Ham? Ja, bei den Heimspielen war ich immer dabei und zu den Auswärtsspielen bin ich nicht. Ich war auch eingeladen, aber das mache ich jetzt zum ersten Mal, dass ich da mitfahre. Ich war nicht mit in West Ham und auch nicht mit in Barcelona. Barcelona, da konnte ich nicht, da war endlich ein Privattermin. Aber jetzt, wie gesagt, freue ich mich und bin voller Erwartung. Hoffen wir mal, dass das ein gutes Zeichen ist. Auf jeden Fall erwartet Sevilla, glaube ich, eine unglaubliche Nacht. Das wird wahrscheinlich die größte Party, die Sevilla auch jemals erlebt hat. Also diese Fans, die ja da auch sowohl eben für die Rangers aus Glasgow als auch von der Eintracht aus anreisen, das ist ja Wahnsinn, oder?
Das wird sicherlich der absolute Wahnsinn. Also ich kenne ja Sevilla auch ganz gut, nicht nur weil die Eintracht da gespielt hat, sondern weil ich auch vorher schon zweimal da war. Und das ist ja keine so große Stadt, also vor allem im Stadtkern nicht. Von der Einwohnerzahl ist es gar nicht so viel kleiner als Frankfurt, aber der Stadtkern ist ja nicht sonderlich groß. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da möglicherweise bis zu 100.000 Schotten angepilgert kommen und nochmal 40.000, 50.000 Frankfurter, dann wird das, ja, ich weiß gar nicht, wie das ablaufen wird. Also erstmal hoffe ich natürlich, dass alles friedlich bleiben wird. Da viel Alkohol, 35 Grad im Schatten, dass da nicht bei einigen die Sicherungen durchbrennen. Aber im Idealfall, weil es ja eben beides auch Fans von solchen Traditionsclubs sind, so emotional dabei sind, kann es natürlich eine super Fußballparty geben. Vor allem, wenn auch der Verlierer dann vielleicht nicht durchdreht, sondern es einfach akzeptiert und sagt, okay, Hauptsache einer der, nicht der üblichen Verdächtigen, sondern einer der Traditionsclubs, dem man es vielleicht auch gönnen würde. Wenn man jetzt selbst nicht der Gegner gewesen wäre, holt dann das Ding. Also ich kenne Sevilla auch, wir haben mit dem HSV dort gespielt und ich sehe mich noch mit dem Präsidenten Hunke einmal so eine Kutschfahrt am Spieltag gemacht. Kleine Straßen, Apfelsinenbäume, rechts und links und gotische und romanische Kirchen und alles ganz, ganz beschaulich. Ich vermag mir gar nicht vorzustellen, was da los ist nach dem Spiel. Also da darf man gespannt sein, sage ich mal. Die größte Party und einen Partygast haben wir auch schon erwischt, der bereits angereist. Das ist einer der früheren Partygäste. In Sevilla befindet sich aktuell schon, man sieht ihn strahlen, um die Wette mit dem spanischen Himmel. Florian Maña, ein Eintracht-Fan, der die Reise schon ein bisschen früher angetreten ist. Hallo. Hallo. Seit wann bist du da, Florian? Wie hat sich deine Reise gestaltet? Ich bin am Samstagabend schon angekommen. Ich habe das alles schon gebucht nach dem Rückspiel gegen Barcelona. Da waren die Preise noch so, dass man sich dass man das Risiko eingehen konnte, dann am Ende auch hier zu sein, ohne sich über das verschwendete Geld zu ärgern. Ich hatte jetzt beruflich in Österreich zu tun und deswegen bin ich am Samstag von Wien aus angeflogen und fliege dann auch am Donnerstag über Jerez und München. Und dann geht es mit dem Zug weiter nach Salzburg, wo ich dann hin muss, auch wieder beruflich. Also selbst wenn man so Insofern früh gebucht hat, war nicht ganz so leicht die Reiseplanung? Nee, doch, das war eigentlich, also das einzige Problem war halt, dass es jetzt keine guten Verbindungen von Sevilla nach Salzburg gibt. Aber das ist ja auch, wäre auch ein bisschen viel erwartet. Aber alles in allem, es gab einen Direktflug Wien-Sevilla von Ryanair, der war günstig. Der Flug von Jerez nach München ist auch günstig. Das teuerste war noch das Hostel, aber das ist, glaube ich, im Vergleich zu dem, was andere Leute hier bezahlen, extrem günstig noch, weil ich es eben relativ frühzeitig schon gebucht habe. Und also ich bin eben, also es ist nur deswegen teuer, weil ich halt 5 Nächte hier bin. Und scheint auch eine sehr schöne Dachterrasse zu haben, da dein Hostel. Hast du denn auch schon die Apfelsinenbäume gesehen, von denen Heribert eben geschwärmt hat? Die habe ich gesehen, ja. Es ist tatsächlich da rund um diesen Plaza de España, in diesem Park, der dann auch angegrenzt ist, ganz in der Nähe von da, wo auch das Fanfest der Eintracht dann sein wird, stehen die auch reihenweise und es ist wirklich sehr schön. Also ich habe hier schon 2 sehr schöne Tage verbracht und bin der Eintracht sehr dankbar, dass sie mir diesen Kurzurlaub ermöglicht. Ja, aber jetzt mal Folgendes, Florian. Wenn wir richtig informiert sind, zumindest der letzte Stand war, dass du noch gar keine Karte für das Spiel hast. Hast du noch eine Chance? Siehst du eine Chance? Was machst du, wenn du dann keine hast? Also ich habe wirklich alles versucht über die UEFA, über die Eintracht, über sämtliche Gewinnspiele, die es gab. Habe ich mich bei alle. Ich will gar nicht wissen, was ich an Spam demnächst alles kriege, wo ich überall meine E-Mail-Adresse gelassen habe. Bisher überhaupt kein Glück gehabt und ich gebe die Hoffnung noch nicht komplett auf, aber ich bin auch realistisch genug zu wissen, dass bei so vielen Menschen, die so eine Karte wollen und so wenig, die da reinpassen in dieses Stadion, dass ich da realistisch eigentlich keine Chance mehr sehe und ich bin auch nicht bereit, Mondpreise zu bezahlen und diesen Schwarzmarkt irgendwie, diese Boshaftigkeit dieses Schwarzmarkts zu unterstützen. Also bevor ich das mache, freue ich mich lieber auf das Public Viewing, wo ja auch genügend andere Leute sein werden. Wie viele andere Leute sind denn jetzt schon da, Florian? Was ist denn in der Stadt 2 Tage vorher schon los? Hast du schon Rangers-Fans gesehen, schon Eintracht-Fans? Wie ist das Verhältnis? Also gestern und vorgestern war es wirklich eigentlich noch gar nichts. Also Touristen sind hier massenhaft, aber bisher hat sich der Fußballtourismus, würde ich sagen, in Grenzen gehalten. Heute geht es langsam so los und leider muss ich zugeben, habe ich hauptsächlich Schotten heute gesehen, aber noch im, ich sag mal,
niedrigen zweistelligen Bereich. Aber gerade als die Sendung schon lief, aber ich hier noch nicht drauf war, sind hier neben dem Hostel auf jeden Fall schon Rangers-Fans vorbeigelaufen und haben skandiert. Ich habe auch heute Mittag schon auf einem Platz vorm Rathaus auch schon eine Gruppe Rangers-Fans, die auch schon fröhlich ihre Lieder sangen, gesehen. Also die sind schon ein bisschen lautstärker in der Stadt. Die Eintracht-Fans habe ich bisher immer nur vereinzelt gesehen. Ja. Ich denke, das wird sich aber, also ich habe auch viele gesehen, die dann irgendwie so im Rangers-Trikot aus dem Taxi stiegen mit dem Koffer noch, also wo ich denke, okay, die kommen jetzt alle langsam an. Ja. Ich denke, morgen wird das hier richtig voll. Ja, also 2 sind auf jeden Fall morgen auch schon auf dem Weg. Die sitzen hier bei uns im Studio, auch wenn man sie jetzt vielleicht nicht direkt den Fans zuordnen würde. Aber ja, da sind wir sicher, dass da noch einiges passieren wird. Florian, wir wünschen dir erstmal noch so ein kleines bisschen Hoffnung, wollen wir jetzt dir doch noch lassen. Glück, dass du vielleicht auch noch an eine Karte kommst für einen normalen Preis oder einen angemessenen Preis. Und wenn nicht, dann sehr, sehr viel Spaß bei dieser Party, die auf jeden Fall durch diese Stadt rollen wird. Wie auch immer das Spiel ausgeht, da bin ich mir sicher. Ja, ich habe vorhin gehört, dass der Herr Franzke gesagt hat, er hat morgen so viel Stress, vielleicht braucht er ja noch einen Assistenten. Jobangebot hier. Vielleicht hat der Hessische Rundfunk ja noch einen Mediapass. Ja. Was glaubst du, wie viele Mails auch wir bekommen haben von Menschen, die glaubten, dass sie dafür alle mal in Frage kämen, von uns noch irgendwas zu bekommen? Das ist wirklich erstaunlich. Da werden wir dir leider nicht dienen können. Aber wie gesagt, so ein kleines bisschen Resthoffnung hast du ja vielleicht noch. Vielen Dank, dass du uns jetzt erst einmal zugeschaltet warst und noch eine gute Zeit und dann vor allem ein tolles Spiel. Ja, Liebe danke schön. Grüße nach Sevilla, danke. Danke, tschüss. Ja, und wir haben es gehört, die Rangers-Fans sind schon da und du hast ja auch schon die Zahl genannt, es werden 100.000 erwartet. Also um diesen Verein hat sich auch ein Mythos, möchte man ja fast sagen, gebildet in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Der ist überragend groß und wir haben jemanden gefunden, den Harry, du auch, glaube ich, gut kennst, denn er hat auch sehr lange beim HSV gespielt, aber er war vor allem 5 Jahre bei den Rangers unter Vertrag, nämlich Jörg Albertz. Ja gut, den habe ich von Fortuna Düsseldorf zum HSV geholt. Siehst du, ne? Dann bringen wir euch 2 jetzt mal zumindest hier virtuell ein bisschen zusammen. Ja. Und ich hoffe, dass das jetzt... Im Eisstadion in Düsseldorf haben wir den Vertrag gemacht. Ja. Also dann würde ich sagen, Jörg, dann lass dich doch mal blicken und dann erstmal herzlichen Dank, dass du auch so kurzfristig noch dazugestoßen bist jetzt hier zu dieser Runde. Harry hat gerade schon ein bisschen erzählt, dass ihr natürlich viele gemeinsame Jahre hattet, aber du hattest eben auch 5 Jahre bei den Rangers ohne Heribert Bruchhagen. Was zeichnet diesen Verein aus? Ja, erstmal schönen guten Abend in die Runde. Könnt ihr mich alle verstehen? Ja, Wunderbar, Jörg, vielen Dank. Wo erwischen wir dich? Ich bin gerade auf dem Sportplatz. Mein kleiner Mann hat gerade Leichtathletik und danach geht es nochmal zum Fußball. Wie das so ist als Familienpapa. Wow, okay. Viel sportlich, zu tun. sportlicher Sohnemann. Ja, genau. Ja, was kann ich euch allen sagen zu Glasgow Rangers? Ich meine, Glasgow Rangers ist ein Traditionsverein, wie es kein anderer ist in meinem Sinne. Man feiert dieses Jahr 150-jähriges Bestehen. Und ich glaube, schöner hätte man gar nicht Regie führen können, im Euroleague-Finale zu stehen dieses Jahr. Und dann gegen so eine traditionsreiche Mannschaft wie Frankfurt ist auch. Und ich glaube, wir können uns alle auf ein ganz, ganz tolles Finale freuen, was beide Mannschaften ja sich erarbeitet haben und höchst verdient im Finale stehen. Was zeichnet diesen Verein aus, Jörg, daneben, dass er ein großer Traditionsverein ist? Ich kann ja nur von meiner Warte aus sprechen. Und seit dem ersten Tag, wo ich dieses Gelände betreten habe, war ich Teil einer ganz großen Familie. Und ich glaube, das sieht man heutzutage im Fußball nicht mehr allzu oft, dass man in eine Familie reinkommt. Und das ist es. Das ist es wirklich so. Der Verein schreibt sich das auf die Fahne. Jeder, der zu dem Verein kommt, der dem Verein beitritt, gehört zur großen Familie. Und das wird bis heute so gelebt. Ich weiß nicht, ob es in anderen Vereinen ist. Es gibt bei uns zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe von allen Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe in der ganzen Zeit. Und wir sind heute noch in Kontakt. Wow. Wöchentlich. Wie groß ist die WhatsApp-Gruppe? Oh, da sind einige Spieler drin. Die könnte ich jetzt, glaube ich, gar nicht alle aufzählen. Wahnsinn, das zeigt, dass da tatsächlich eine große Familienbindung herrscht und der Verein das auch sehr stark lebt. Die Fans sind anscheinend aber auch völlig verrückt. Was erwartet da Sevilla und was erwartet vor allem auch die Eintracht-Fans, die ja sonst immer als die lautstärksten in der Euroleague ja immer für Furore gesorgt haben? Da ist ein ebenbürtiger Gegner auf den Rängen jetzt, oder? Den hat man, da ist man zumindest auf Augenhöhe, das kann ich schon mal sagen. Aber ich glaube, wenn wir über beide Mannschaften sprechen und über beide Vereine, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, dass es beide Fanbases, die es da gibt, verdient haben, in so einem Euroleague-Finale zu stehen.
Ich meine, was Frankfurt immer auf die Beine stellt mit ihrer Choreografie, das ist sensationell. Man hat natürlich jetzt einen Gegner da. So viel ich weiß, ich möchte euch nicht anlügen, ich habe gehört, es fahren mindestens 100.000 Rangers-Fans auch ohne Karten. Obwohl man das gar nicht möchte. Wow. Was heißt, obwohl man das nicht möchte? Ja, ich glaube schon, dass Sevilla, gar nicht so viele Leute da haben möchte. ohne Okay, Karten. so meinst du das. Wegen der Apfelsinenbäume. Ja, ich glaube schon, dass man kennt die Schotten ja auch, die trinken natürlich auch mal gerne ein. Aber im Endeffekt, wenn alles gut läuft, haben wir hinterher eine riesengroße Party und so soll das auch sein. Ja, vor allem, dass es eine friedliche Party wird, glaube ich. Harry, Ganz du bist genau. da ja auch immer ein bisschen kritisch in der Analyse der Fans. Wie ist deine Einschätzung? Nein, ich traue den Fans zu, dass sie auch die unterlegenen Fans, sowohl von Glasgow als auch von der Eintracht, dass sie das dann akzeptieren und dass man das als Verein. Ich bin nur fankritisch, wenn sie sich selbst ihr Leben gefährden durch den Innenraumsturm und all diese Geschehnisse. Die behagen mir gar nicht. Die sehe ich als hochproblematisch an. Aber hier, da bin ich optimistisch, dass in Sevilla das ein tolles Fest wird und dass auch 100.000 Fans unterschiedlicher Vereine auch miteinander gut umgehen können. Das ist der Respekt, der notwendig ist und der wird auch da sein. Alle werden sich freuen. Okay. Wie ist es denn bei dir? Abschlussfrage, Jörg. Schlägt dein deutsches Herz am Mittwoch oder das Rangers-Herz? Naja, grundsätzlich ist es ja so, wenn ein deutscher Verein in einem Finale steht, international, ist ganz klar, dass ich für meine deutschen Mannschaften bin. In dem Fall muss ich leider zugestehen, dass mein Herz da für die Glasgow Rangers schlägt. Ich könnte aber auch gut damit leben, so einem sympathischen Verein wie Frankfurt es ist, den Titel zu gönnen. Also es ist eine Win-Win-Situation für dich, so hört sich das an. Dann wünschen wir dir... Für mich eigentlich schon, ja. Dann wünschen wir, dass du deinen Sohnemann jetzt noch gut zum nächsten Training bekommst. Vielen Dank, dass du uns zugeschaltet warst. Und ja, wir sind gespannt, ob dein Herz dann richtig jubelt und deine Rangers gewinnen oder ob es dann doch die Eintracht ist. Aber du freust dich so oder so, haben wir ja schon gehört. Genau. Vielen Dank und nochmal liebe Grüße in die Runde und bleiben Sie alle gesund. Das Ebenfalls. versuchen Vielen wir. Dank, Jörg. Danke. Ja. Tschüss. Ja, Julian, die Rangers, ein Verein, der eine große Geschichte hat. Wir kommen natürlich gleich auch noch mal auf das Fußballerische. Aber was ist das, was du da jetzt auch als Reporter erwartest? Das wird, wie gesagt, ein großes Fanfest vor allem. Und wir haben 2 Traditionsclubs. Das wird schon noch mal ein außergewöhnliches Spiel auch, ne? Absolut. Und so einen kleinen Vorgeschmack gekriegt habe ich schon mal letzte Woche, als ich Egon Loy zu Hause besuchen durfte und er mich 1,5 Stunden in seinem Wohnzimmer empfangen hat. Das ist ja der Meistertorwart von 1959, der dann auch 1960 gegen die Rangers zwischen den Pfosten stand und das Jahrhundertspiel gegen Real Madrid mitgemacht hat. Und der Also 1960 muss man noch ganz kurz sagen, Halbfinale, Europacup, der Landesmeister hieß es damals, genau. ne? Also die heutige Champions League, und da gab es eben 2 Spiele, die Eintracht 6:1 und 6:3 gewonnen hat, ne? Ganz genau, ja. Und das war erstaunlich, obwohl es 62 Jahre her ist, hat er sich noch an so viele Details erinnert, an den Namen. Und ich habe hinterher alles nachgeschaut. Es hat alles gestimmt, was er mir gesagt hat. Also hat nichts durcheinander gebracht. Und das zeigt ja auch, was das dann eben so einen Stellenwert hat, solche Spiele. Ich meine, damals war es natürlich noch eine ganz besondere Situation. Die Eintracht mit ihren Feierabendfußballern, die haben noch bis mittags in der Firma geschafft vor dem Hinspiel, haben sich dann zum Kaffee und Kuchen getroffen und sind dann ins Stadion und haben die Rangers weggehauen. Unglaublich. Das ist heute alles ein bisschen anders. 9 Spieler kamen aus Frankfurt und einer, glaube ich, aus Offenbach oder aus der Umgebung und so weiter. Das heißt, also ich bin mit dieser Mannschaft auch zu einem Champions League Endspiel gefahren mit Real Madrid. Da waren, Gegen Leverkusen. Da waren sie Leverkusen gegen Real Madrid. Da war diese Mannschaft eingeladen, jubiläumsmäßig. Und da waren noch 8 Spieler, 7, 8 Spieler waren mit auf der Reise. Ja, da kann ich nur sagen, dass das für mich phänomenal war, nachdem man mir erzählt hatte, also der eine, der kam aus Offenbach, aber alle anderen kamen direkt aus Hessen auf sowieso und aus Frankfurt. Und Stani kam dann hinterher dazu nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Und ja, das war eine eindrucksvolle Reise und alles tolle Jungs. Leider sind einige von denen, die Reise ist jetzt 7, 8 Jahre her, sind leider verstorben. Ja. Klar. Ja, aber wir wollen uns dann noch mal ein bisschen dem Gegner widmen und schauen, was ist denn Glasgow Rangers FC eigentlich für ein Verein? Und Christiane Schwalm hat sich auf die Suche begeben. Fact Nummer 1.
Die Glasgow Rangers haben süße Spitznamen. Sie werden auch die Teddy Bears genannt. Und die Fans untereinander bezeichnen sich als Blue Noses, Blaunasen. Apropos Fans, hier kommt Fact Nummer 2. Glasgow Ranger-Fans haben es faustdick hinter den Ohren. 2008 nahmen 200.000 von ihnen Manchester auseinander nach dem verlorenen Pokalfinalspiel gegen Zenit St. Petersburg. Das bringt uns zu Fact Nummer 3. Viele Fans wollen natürlich auch in Sevilla dabei sein. Flüge dorthin sind allerdings teuer und schwer zu kriegen. Die kreativere Anreise mit dem Heißluftballon. Eine Ballonfirma bestätigte mehrere Fananfragen, aber nein, ein Flug nach Spanien ist leider technisch nicht möglich. Fact Nummer 4. Die kreativen Fangesänge der Rangers. Erst beim Pokal-Halbfinalspiel gegen Leipzig wurde der Siegtorschütze John Lundstram wie folgt besungen. Für das Finale in Sevilla kursiert auf TikTok schon ein neuer Song. Ja, das war, glaube ich, ganz gut mal, um zu transportieren, was da gerade los ist in Schottland. Also die sind mindestens genauso euphorisch. Bei so Fangesängen, Heribert, kriegst du da auch immer so ein bisschen Gänsehaut? Na ja, gut, ich freue mich riesig, wenn ich Eintracht vom Main mitsingen darf. Aber ich habe auch in Schalke das Vereinslied mitgesungen. Also das gehört schon dazu und das ist im Fußball, das ist eine tolle Sache im Fußball. Und auch wenn man in Köln spielt, beim 1. FC Köln, oder wenn man das badische Lied hört, sowohl in Freiburg, das ist Lokalkolorit und das ist Tradition und das ist eine tolle Sache. Wir haben mal als These auch gemacht, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, die ist hier, genau, ganz unten. Rangers attraktiv und schlagbar. Wir haben eben Jörg schon gehört, der ja auch gesagt hat, es ist eigentlich das perfekte Los, ebenbürtig, was die Euphorie betrifft, aber eben auch was die Tradition im Verein betrifft, was die Fans betrifft. Würdest du auch sagen, das ist eigentlich der perfekte Gegner? Ich weiß nicht, ob es den perfekten Gegner im Finale gibt. Ja, das wäre jetzt vielleicht Kickers Offenbach. Ja, die lassen tiefer spielen. Jetzt machst du aber ein großes Fass auf wieder. Wo man dann zur Halbzeit das Stadion schon abschließen kann, wenn es entschieden ist. Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich ein Gegner, wo die Eintracht jetzt das erste Mal so ein bisschen der leichte Favorit ist, als der spielstärkere Verein, der halt auch in der Bundesliga Woche für Woche auf einem höheren Niveau gefordert ist und der vor allem auch ungeschlagen durch diese Europa-League-Saison marschiert ist. Die Glasgow Rangers haben ja, glaube ich, 5 Spiele in der Europa League verloren, wenn ich mich recht entsinne. Und insofern ist die Eintracht da sicher leicht favorisiert und da bin ich schon gespannt, wie sie damit umgehen. Könnte ein ähnliches Spiel werden, so ein bisschen wie gegen West Ham, weil sie natürlich gegen eine sehr kräftige, bullige Mannschaft spielen, aber vorne sicher Tempovorteile haben, wenn sie es schaffen. Ich bin auch gespannt, wie die Rangers dann auftreten werden, stellen sich hinten erstmal rein, was für die Eintracht dann immer ein bisschen schwierig ist, die Räume zu finden, oder gehen die auch voll drauf, schon im Mittelfeld, sodass man aus diesen Umschaltmomenten dann eben auch die Chancen bekommt. Danach hat die Eintracht sicher Tempovorteile und eben auch fußballerische Vorteile. Wenn du sagst fußballerische Vorteile, beziehungsweise sei die spielstärkere Mannschaft, du machst schon Ja, ich weiß nicht, ob es in Vergessenheit geraten ist, aber Rangers hat immerhin Borussia Dortmund und Leipzig ausgeschaltet. Ja. Daran sollte man erinnern dürfen. Also be careful, lieber. Ich sage ja auch nicht, dass sie jetzt der turmhohe Favorit sind. Ich sage, sie sind leicht favorisiert und ich glaube halt, dass gegen Dortmund und Leipzig, dass das auch so ein bisschen der Faktor war, Mentalität steht Qualität. Und jetzt treffen wahrscheinlich 2 Mannschaften aufeinander, die von der Mentalität her ähnlich gepolt sind, wo vielleicht die Rangers, was so den Faktor Kraft betrifft, einen gewissen Vorteil haben. Und die haben ja auch Spieler drin, die abgehen wie Schmitz Katze, wenn die Raum haben. Also da muss man schon höllisch aufpassen. Also soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass ich die auf die leichte Schulter nehme. Aber Leipzig wäre sicher schwieriger gewesen. Ist das tatsächlich vielleicht sogar, ich will nicht sagen eine Drucksituation, aber er schildert es ja schon, dass die Bilanz der Eintracht in dieser Euroleague-Saison ja wirklich herausragend ist. Druck kann es eigentlich nur aus einem Sachverhalt herausgeben, dass der riesige Preis am Ende, wenn du gewinnst und in die Champions League kommst, das ist so ein großer Preis und so ein, auch für die wirtschaftliche Situation von Eintracht Frankfurt, so ein durchschlagender Erfolg, dass da der Druck entsteht. Ansonsten ist das eine Kür, wenn ich ein solches Endspiel erreiche und da kann ich eigentlich nur gewinnen.
Okay. Leider ist eben dieser Preis, dieser riesige Preis, der am Ende steht, sorgt dann für zusätzlichen Druck. Das ist nun mal so. Da gucken wir gleich noch mal genau drauf, was das bedeutet. Jetzt wollen wir uns aber erst noch mal ein bisschen sportlich dem Spiel widmen. Ja? Wir haben eine schauen wir doch Taktiktafel. mal. Ja? Du hast schon so gute Einblicke geliefert. Ich würde sagen, dann gehen wir zwei doch einfach mal rüber, Julian, an die Taktiktafel. Wenn du sagst, Hallo, Julian ist Journalist. Ja. Journalist und Taktik, das ist immer ein weites Feld. Herbert, ich würde dir empfehlen, Nein. Wie Wasser und Wein. dass du dich umdrehst und immer sofort einfach reinrufst und korrigierst, Nein, ich wenn du bin mit irgendwas nicht Ich bin einverstanden bist. Funktionär und Buchhalter. Also Herr Puchang hat mich schon immer gerne korrigiert und belehrt, als er noch bei Eintracht Frankfurt in Dienst und Würden war. Insofern kann ich jetzt hier natürlich nur eine ganz schlechte Könnt ihr genauso Figur abgeben. weitermachen. Ja, es ist halt ein bisschen jetzt Drucksituation auf deiner Seite, aber gut, wenn die Eintracht damit umgehen kann. Wenn du sagst, dass sie sich vielleicht hinten reinstellen, beziehungsweise ja auch eher über die Außen stark sind, 4-3-3 laufen sie meistens auf unter Van Bronckhorst. Wie würdest du die Eintracht aufstellen? Passt das so, was wir hier schon mal gemacht haben? Wobei sie ja gegen Leipzig dann auch mit 3er-5er-Kette gespielt haben. Also die sind ja sehr, sehr variabel auch, offenbar. Ich habe jetzt vorhin extra noch mal 2 Stunden vor der Sendung bei der Eintracht angerufen und erfahren, dass der Jesper Lindström heute das Training komplett mitgemacht hat. Das ist eine interessante Info. Deswegen Also wer würde wird ich das Spiel ihn machen? erstmal mit reinnehmen. Allerdings haben sie heute Fußball-Tennis gespielt und es war eher eine lockere Einheit. Und morgen wird es noch mal intensiver und insofern kann man das noch nicht mit Sicherheit sagen. Das wird sich dann morgen zeigen. Wenn er morgen die Einheit gut übersteht, dann denke ich, stehen die Chancen ganz gut, dass er auch in der ersten 11 steht, weil es war jetzt seit dem Spiel in London Pause. Das ist ein junger Kerl, der wiegt die Hälfte von dem, was ich wiege. Ich glaube, wenn der mal 3 Wochen Pause hat, ist das nicht so schlimm und dann kann er auch zumindest mal 60, 70 Minuten spielen, solange es keinen Rückschlag gibt. Den Rest würde ich so lassen. Ja, würdest du auch Tuta hier in der Mitte lassen? Absolut, das haben sie ja jetzt so erprobt. Das hat einigermaßen funktioniert, wenn wir jetzt mal die Anfangsphase in Mainz ausklammern. Aber Hast du mal was gehört? Wie bitter ist das für Hinteregger? Ich kann mir auch vorstellen, dass dem das emotional gerade so schwer fällt. klar, also das ist natürlich gerade für ihn, der sich so mit dem Verein identifiziert, der ja auch über diese Europa-League-Spiele, er hat ja lange im Formtief gesteckt die Saison und musste ja auch einige Kritik einstecken. Er kam ja gerade über diese Europa-League-Spiele, das fing an gegen Betis, dann vor allem auch gegen Barcelona, wo er ja gegen Aubameyang überragend gespielt hat und war ein ganz wichtiger Faktor auf diesem Weg der Eintracht. Dass ausgerechnet er jetzt ausfällt, ist natürlich brutal bitter. Auf der anderen Seite traue ich den 3 Jungs das auch zu, dass sie das kompensiert bekommen, vor allem weil Touré jetzt auch zuletzt, gerade wenn er als Innenverteidiger gespielt hat, hat er stabiler gewirkt als früher, wenn er manchmal dann als Schienenspieler die ganze Bahn beackern musste und dann war das manchmal ein bisschen unaufmerksam. Ich glaube, da hinten, da gibt er eine ganz gute Rolle ab und ich glaube halt insgesamt, dass das ganz wichtig sein wird, dass sie es eben ähnlich hinkriegen vom Positionsspiel wie jetzt in London, wie in Barcelona, wo ja auch die 2 Sechser sich super immer verschoben und angeboten haben, wo eben auch hinter den Spitzen sehr variabel gespielt wird. Boré ist ja auch einer, der sich immer wieder gerne zurückzieht, zurückfallen lässt und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema für die Eintracht, dass sie damit eben diese doch sehr bulligen Verteidiger auch ins Laufen kriegen, ein bisschen Unordnung stiften, dadurch vielleicht Räume öffnen. Nur, das hört sich in der Theorie immer so einfach an. Ja, in der Praxis mit dem Druck im Finale kann das dann natürlich auch ganz anders. Noch eine ganz kurze Frage, Julian. Die sind personal ein bisschen geschwächt. Oder wenn ich dich jetzt frage, auf wen man besonders aufpassen muss bei den Rangers, dann fehlt der Topstürmer. Der fehlt, ja. Allerdings haben die ja trotzdem, also wenn ich jetzt auf der Linksaußen kennt, heißt er, glaube ich, wenn man jetzt mal die Zusammenschnitte sich anschaut in der Europa-League-Saison, der geht ja auch ab wie Schmitz Katze. Im Mittelfeld kommt wahrscheinlich Ramsey zurück, der walisischer Nationalspieler, viel Erfahrung, war jetzt auch eine Weile verletzt, ist ein sehr guter Fußballer. Ich glaube, da erwarten sie sehr viel, gerade in so einem Spiel. Da kann es ja auch ein Ruhepol sein für eine Mannschaft, wenn man eben so eine erfahrene Nummer drin hat. Der Rechtsverteidiger mit ich glaube, 7 Toren inzwischen. Ihr habt es wahrscheinlich besser nachgeschaut. Also das ist eine brandgefährliche Mannschaft, die sicherlich eben auch mit vielen langen Bällen spielen wird, auf die zweiten Bälle gehen wird. Und da müssen sie höllisch aufpassen. Aber wenn sie es eben schaffen, hinter die Linien zu kommen, irgendwie in den Zwischenräumen sich wieder anzubieten. Also gerade wenn ich an das Spiel in London denke, an die beiden Tore in der Entstehung, wo sie eben wirklich geschafft haben, zwischen Sechserraum des Gegners und den Innenverteidiger sich anzubieten, durchzuspielen, zack, zack, zack. Da hat es ja wunderbar funktioniert und wenn sie das noch einmal so hinkriegen, dann
können sie alle riesig jubeln und haben was Unglaubliches geschafft. Super, vielen Dank. Ich würde sagen, wir setzen uns ganz schnell wieder hin, bevor Heribert seine Einwürfe losgeht. Ja, Schnell. Eine kurze Note als ehemaliger Lehrer? Nein, ich bin doch sehr zufrieden. Ja, das ist schön. Also 3+ oder was? Ich hätte etwas vereinfachter fällt meine Analyse aus. Nicht, dass sie ganz einfach ausfällt mit dem früheren, eines meiner Trainer, der sagte, Jungs, merkt euch eins, in der Mitte steht das Tor und jetzt geht raus und spielt Fußball. Flach spielen? Ja. Nein, so einfach will ich es mir nicht machen, aber ich glaube, das ist wirklich wesentlich so, wenn ich die Eintracht betrachte, und es kommt ja auch nicht umsonst zu der etwas Schwäche in der Bundesliga bei Heimspielen, dass die Eintracht schon einen Gegner braucht, der Räume zulässt. Ja. Denn das Umschaltspiel der Eintracht aus der Tiefe heraus ist geprägt durch exzellentes Passspiel, Ball an- und Mitnahme. Das geht alles sehr zügig, sehr schnell. Auch Filip Kostic und auch auf der Rechten, das passt alles. Aber sie brauchen schon bei Ballgewinn einen etwas geöffneten Raum, um ihre Vorzüge ins Spiel zu bringen. Normalerweise, sage ich mal, wird der schottische Trainer das nicht so. Die Schotten sind eigentlich wie alle Briten so geartet, dass sie sich selbst doch in erster Linie im Vordergrund sehen und so nicht so in die Feindtaktik hineingehen. Also das macht mich optimistisch, dass sie selbst das Spiel bestimmen wollen. Und von daher glaube ich, dass Eintracht diese Räume, die sie brauchen, kriegen werden. Wir schauen nochmal nach Sevilla, beziehungsweise im Moment erstmal nur nach Malaga, denn dort steht unser Kollege Joscha Bartlitz, der dort zwischengelandet ist und jetzt dann den Rest mit dem Auto nach Sevilla absolvieren muss. Joscha, du siehst noch ziemlich frisch aus. Das bedeutet, die Reise ist bisher gut verlaufen. Was hast du alles erlebt? Gibt es schon diese Massen an Eintracht-Fans, die jetzt so langsam dann den Weg nach Spanien finden? Naja, es war schon am Frankfurter Airport, als ich reinkam, direkt die ersten Eintracht-Fans gesehen, die ersten, die auf mich zukommen und sagten, na, fliegst du auch nach Sevilla oder nach Spanien? Und ja, das Feeling ist ein ganz besonderes. Die spanische Luft, sie riecht schon nach Europapokal. Ein bisschen Kerosin hier auch noch in der Luft. Wir sind ja am Airport gerade in Malaga. Aber ja, auch kleine Kinder schon, die wir gesehen haben im Flugzeug mit Eintracht-Tuch oben. Also die Stimmung ist eine ganz besondere. Das ist halt klar das größte Spiel für die Fans hier seit Jahrzehnten, muss man sagen. Und die Schwarz-Roten Bembel, ein Fanclub der Eintracht, die sind auch dabei. Dagmar hat ihn gegründet. Boah, wie geht's dir? Total aufgeregt, aber auch glücklich. Alles zusammen. Wahnsinnig dankbar, dass wir hier sein dürfen. Ja. Also die Gänsehaut quasi, die ist schon da. Was bedeutet das für euch, hierher zu kommen? Ich meine, das ist noch eine leichte Anreise. Andere nehmen noch viel mehr in Kauf. Aber mit 50.000 Eintracht-Fans in Sevilla. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also vor allem, es war schade, dass wir nicht bei Barcelona dabei sein können. Haben wir leider nicht geschafft. Man muss ja auch beruflich immer ein bisschen planen. Jetzt haben wir es geschafft, hierher zu kommen. Es ist grandios, es ist super. Es ist großartig. Und viele sind natürlich auch da ohne Tickets. Also es sind auch schon viele auf mich zugekommen und gesagt, na, hast du noch ein Ticket? Ja, sorry Leute, ich habe leider auch keine. Aber die 3 haben ein Ticket. Rainer, und bei euch lief's besonders. Du bist ja der Chef des Fanclubs und ihr habt sie geschenkt bekommen, ne? Ja, wir haben am letzten Dienstag ganz spät eine Mail bekommen. Wir haben schon gar nicht mehr damit gerechnet. Und da stand drin 4 Karten für die Leute vom EFC Schwarz-Rote Bembel. Und dann ging das aufgeregte Hin und Her los. Wer kriegt die Karten? Wie arrangieren wir alles mit Flug und Unterkunft? Das war sehr stressig. Wir sind also alle total übermüdet, hoffen aber, dass wir wenigstens bis Mittwoch Mitternacht durchhalten und vielleicht noch eine Stunde danach zum Trinken. Ja, jetzt schon übermüdet. Also es ist Montag, ganz ehrlich. Was soll denn da gehen? Aber ja, Axel Hellmann hat ja auch gesagt, der Vorstandssprecher, die da sind, die brauchen wir besonders. Was werdet ihr denn abziehen im Stadion? Glasgow ist ja auch mit ein paar Leuten da. Das Problem ist, ich bin nach 5 Minuten meist schon heiser, aber ich werde irgendwas für die Kehlen nehmen, damit ich noch länger durchhalte. Und schreie mir alles raus, was geht. Ich hoffe, das reicht dann auch. Ich glaube, es geht einiges. Wir machen uns jetzt auf den Weg von Malaga nach Sevilla. Gucken mal, wie die Stimmung in der Stadt ist. Und ja, Grüße nach Frankfurt. Sonnencreme mitbringen übrigens, die kommen. Es ist ganz schön warm hier morgen, 35 Grad. Oh je. Ja, vielen Dank, Guter Joscha. Tipp an die 2 hier, die bei uns am Tisch sitzen werden, sie notieren. Danke euch. Ja, danke für die Eindrücke und Sehr das gut. zeigt die Euphorie. Solange er noch Stimme hat, sagt er. Genau. Die Mentalität stimmt. Allemal. Ja. Harry, du hast eben schon ein Thema angesprochen, das wir noch mal miteinander besprechen
müssen. Dieses Spiel wird alles verändern. Und ich würde einfach mal behaupten, in beide möglichen Richtungen, oder? Wie siehst du es? Also bleiben wir mal beim Positiven und bleiben beim Sieg. Also die Eintracht ist gefestigt und eine Niederlage wird wehtun, selbstverständlich. Aber ich mache mir um die Eintracht überhaupt gar keine Sorgen. Das sportliche Potenzial ist da. Aber würde die Niederlage nicht gleichzeitig auch bedeuten, dass jetzt mit dem 11. Rang in der Liga der ein oder andere wechselwillige Spieler dann sagt, okay, jetzt so schnell wie möglich weg? Das muss man realistisch sehen. Es gibt vielleicht 4, 5 Vereine, die eine höhere Qualität haben, die für einen Spieler reizvoll sind, um die Eintracht zu verlassen. Da machen wir keinen Hehl daraus. Die 4 Champions-League-Vereine, die auch wirtschaftlich etwas größere Möglichkeiten haben als die Eintracht. Aber was kommt danach? Na gut, international gibt es ja auch noch ein paar Vereine. Ja, mag ja sein, dass man sich um Kostic bemüht und den einen oder anderen Spieler auch. Wen siehst du da noch so? Neben Kostic und Dicker? Dicker auf jeden Fall, ja. Und Knauf macht auch mit großen Schritten auf sich aufmerksam. Kostic sowieso. Borre muss man sehen. Die schielen ja immer auch ein bisschen auf den südeuropäischen Markt. Das muss man wissen. Aber die Eintracht ist wirtschaftlich in der Lage, auch gute Spieler zu halten. Und also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und es hat ja häufig, auch zu meiner Zeit, sind wir mal 13. geworden, dann sind wir mal wieder 6. geworden mit Fee, dann sind wir 9. geworden mit Schaf. Dieses Pendeln zwischen Platz 6 und Platz 13 bei der Eintracht, das wird fester Bestandteil sein. Ne? Die Tendenz geht aber in den letzten Jahren weitaus näher nach 6 als nach 13. Richtig, also ich mache mir um den Verein überhaupt gar keine Sorgen. Die sind wirtschaftlich gut aufgestellt und sportlich gut aufgestellt und haben gutes Management. Also das ist alles in Ordnung. Okay, also Niederlage können wir quasi schon abhaken, wird den Verein nicht nachhaltig verändern. Aber umgekehrt, ne? Ein Sieg wird schon nochmal eine andere Epoche einleiten, kann man das jetzt schon so sagen? Gewaltig, ja. Vor allen Dingen, du kommst ja in Gruppe 1. Ja. Du kommst also in der Champions League in die Gruppe 1 rein. Und das wiederum öffnet dir Chancen, aus der Gruppe 3 Gegner zu bekommen, die du auch schlagen kannst, um dann auch die Gruppenphase der Champions League zu überstehen. Und das ist ja wirtschaftlich, ist das ja ein solcher Segen. Allein das Antreten in der Gruppenphase sind ja schon mal 15,6 Millionen, plus die 3 Millionen, die es noch mal mehr gibt, wenn man siegt am Mittwoch. Also das ist ja einfach schon mal knapp 19 Millionen. Und danach, wenn man auch dann die Gruppenphase da übersteht, da generiert man Geld, wie die Eintracht es eigentlich noch nicht gekannt hat bislang. Und das würde den Verein auch wiederum weiterbringen. Nur, es ist natürlich klar, die Flut hebt alle Boote. Ein Satz, den es immer schon gab. Das heißt, mit den Einnahmen steigen natürlich auch die Gehälter der Spieler und die Wünsche der Spieler. Und man muss viele Dinge dann beachten. Da entwickelt sich etwas da will man wachsen. Und dann hat man Probleme von einer anderen Seite. Aber das sind positive Probleme. Ich hätte sie mir gewünscht zu meiner Zeit. Ja. Und ich glaube, dass es eben, dieses Spiel wird alles verändern, würde ich widersprechen. Nein, wird es nicht. Es wird höchstens, wenn es gewonnen wird. Dann wird es gewaltig. Ja. Aus deiner Zeit haben wir noch ein schönes Bild. Das war nämlich in der Relegation, wo dann die Klasse gehalten wurde damals. Also da kommt ihr her, das muss man ja auch noch mal sagen. Aber Julian, um dich da mal da muss ich noch was zu sagen. Stimmt es, dass du unter der Dusche gestanden hast in der Schlussphase? Jetzt können wir es ja noch mal aufklären. Ja, das stimmt. Nachdem das Tor geschossen hat, Seferovic, da habe ich es nicht mehr ausgehalten und da bin ich geflüchtet und damit ich auch die Akustik nicht höre, bin ich duschen gegangen und so weiter. Aber dass ich das war nicht auszuhalten. Nürnberg war nicht auszuhalten. Nur da bin ich in den Innenraum gegangen und habe da also völlig die Nerven verloren und habe mich so gefreut. So habe ich auch nie erlebt. Was habe ich im Innenraum? Ich bin in der Kabine, ich bin nie in einer Mannschaftskabine gewesen. Ich habe nie zu der Mannschaft gesprochen, außer Weihnachtsfeier und zur Saisoneröffnung. Und bin schon gar nicht unten im Innenraum gewesen. Ja, da habe ich nie hingehört und da hatte ich auch nie. Die Distanz war einfach nötig, um die Autorität des Trainers herzustellen. Nur da muss ich irgendwie völlig die Nerven verloren haben, dass ich da so mit rumgeturnt bin. Ja. Also 2016 Relegation gegen Nürnberg. Ne? Und jetzt sind wir hier vor dem Euroleague-Finale und von einer eventuell neuen Epoche. Wie ist diese Entwicklung auch zu erklären?
Naja, das ist im Fußball ja auch alles immer kein Hexenwerk. Freddy Bobic kam ja dann, hat einige talentierte Spieler, Vallejo, Mascarell geholt, einige gute Transfers. Dann kam die ganze Bande rund um Rebic, Jovic, Kostic, Aller und ich glaube, Bruno Hübner war es ja dann vor allem auch der Niko Kovac, dann noch eben für diese entscheidende Phase. Da muss ich schon widersprechen. Nico habe ich noch selber geholt. Tatsächlich? Wie warst du da in Da waren wir uns nicht ganz einig, ob das tatsächlich... Nico habe ich selbst geholt. Ja. Okay. Wir waren im Trainingslager in den Emiraten und dann hatte Philipp Holzer Geburtstag da gefeiert und dann saß ich mit Nico an einem Tisch und dann war mir schon klar, dass wenn es mal zu einem Trainerwechsel kommen sollte, dass Nico der nächste Trainer würde. Zumal Armin Fee mir immer wieder gesagt hat, er damit kokettiert hat, aufzuhören. Hat er dann auch getan. Und dann habe ich mich sofort für Nico entschieden und Bruno auch, der ja die Gespräche habe ich geführt, auch mit Bruno zusammen. Bei Trainern, bei Spielern nicht, aber bei Trainern hat man das so gemacht. Also das war schon und das ist ja eine wichtige Antwort, ja. ein wichtiger Punkt schon, dass man eben da einen exzellenten Trainer geholt hat, plus dass es eben in der Kombination... Und der Manager, mein Nachfolger, als sportlicher Leiter, Freddy Bobic, war auch mit Wolfgang Steubing, waren wir beide überzeugt, dass das genau die richtige Entscheidung ist. War nicht unumstritten damals, Absolut nicht, ne, aber das war schon sehr wesentlich. Und die haben tolle Entscheidungen getroffen, ne, die beiden, Kovac, Bobic, Hübner. Sportliche Entscheidungen. Und dann war natürlich der Pokalsieg ein ganz wichtiger Faktor, der Eintracht ja dann erst diese fantastische Europa-League-Saison 18/19 beschert hat. Dann wieder mit dem neuen Trainer, mit Adi Hütter, der, auch wenn ihn jetzt viele in Frankfurt zum Teufel gewünscht haben, aber der trotzdem überwiegend sehr gute Arbeit geleistet hat, auch wenn er sich am Schluss dann hier und da unglücklich geäußert hat. Aber ich halte ihn nach wie vor, auch wenn es jetzt in Gladbach nicht gut ausging, für einen sehr guten Trainer. Und ja, insofern kommt dann eins zum anderen. Und mit Oliver Glasner haben sie jetzt wieder offenbar einen guten Mann geholt, auch wenn es in der Liga nicht so läuft. Aber er hat auch einen Kader, muss man ja fairerweise immer sagen, der in der Breite nicht sehr viel Tiefe hat. Er kann kaum rotieren. Und man hat jetzt zumindest gerade in diesen internationalen Spielen gesehen in der Rückrunde, dass da ja auch eine klare Handschrift zu erkennen ist. Etwas, was ich ja auch phasenweise bemängelt habe, als keine richtige Entwicklung zu sehen war. International war sie dann zu sehen. Und insofern kommt dann eins zum anderen und deswegen stehen sie jetzt da, wo sie sind. Viele gute Personalentscheidungen. Deshalb sagen wir auch, und du hast es eigentlich eben schon perfekt erklärt, wenn man von außen auf die Eintracht schaut und sich vielleicht noch nicht so lange mit dem Verein beschäftigt, könnte man sagen, war vielleicht auch Glück, dass die so weit gekommen sind. Der Bundesliga 11., da in der Euroleague sind sie irgendwie durchgerutscht. Wir haben ja gesagt, der Erfolg ist kein Zufall, vor allem über die ganzen Jahre jetzt betrachtet. Wenn du jetzt eben so ein bisschen Heriberts Anteil fast untergraben hast, magst du ihm noch mal Tribut zollen und noch mal sagen, wie groß ist denn der Anteil von Heribert Bruchhagen? Naja, es ist ja auch kein Geheimnis, dass vor 20 Jahren die Eintracht im Grunde insolvent war und eigentlich fast schon weg vom Fenster war. Und Heribert Bruchhagen hat natürlich endlich eine Seriosität in den Verein gebracht. Ja, der vorher oft ein Halodri-Image hatte, nicht ganz zu Unrecht, und eben dann mit wirtschaftlicher Vernunft die Eintracht die meiste Zeit in der Bundesliga gehalten hat und eben auch, vorhin hat er es ja schon richtigerweise erwähnt, nach dem Pokalfinale 2006 war es gegen die Bayern, glaube ich, ja, die Europa League-Reise und dann eben nochmal ein paar Jahre später in dem Aufstiegsjahr mit Armin Fee. Es war ja auch eine super Mannschaft damals mit Schwegler, mit Rode auf der 6, wo man eigentlich vorne keinen richtigen Stürmer hatte, glaube ich, ein Billy Ocean, der hat ja nicht gezündet. Aber das war ja auch eine super Saison, der Sturm in die Europa League, ein Spiel in Bordeaux und ich sage nach wie vor gegen Porto. Ich glaube, damals hat der Innenverteidiger, der kam dann bei den Standards mit nach vorne, korrigiere mich, war zweimal umgedeckt und das war ärgerlich, sonst hätte das da vielleicht auch noch ein bisschen weitergehen können. Ja gut, es war ja es war schon... Das 3-3, es war ja... Ja, es war knapp, aber Porto ist ja keine Landkundschaft, sondern Porto ist schon... Nein, aber um das mal so zu sagen, ich nehme für mich in Anspruch, dass es mir gelungen ist, die Gesellschaft, die Frankfurter Gesellschaft insgesamt um Frankfurt herum ins Stadion zurückzuführen. Dabei habe ich sehr viel Unterstützung, auch von Frau Roth, von Dreike. Ich könnte jetzt zig Namen nennen, die ich bekommen habe, aber da habe ich doch sehr fleißig daran gearbeitet, in Frankfurt selbst. Man rennt zu Theaterpremieren, zu Champions League-Zeiten und man macht da habe ich doch sehr viel mit meinen Kollegen, Thomas Spröckel und
Heiko Beek und wie sie alle, müsste einfach zu viele Namen nennen. Wir waren ein gutes Team und wir hatten das große Glück, dass die Jahre vorher so unglücklich verlaufen sind, dass alle so eine gewisse Sehnsucht nach Kontinuität hatten bei der Eintracht. Ja, also das war für mich leicht. Ich kam von der Deutschen Fußballliga 2003, war da Geschäftsführer und alle wollten das. Und das war entscheidend. Und dann habe ich ein bisschen auch vorgelebt, dass man eben Trainer nicht... Funkel war 5 Jahre wunderbarer Trainer, stand aber immer in der Kritik. Fee war 3 Jahre Trainer. Also die Kontinuität auch auf der Trainerposition, da habe ich doch Kraft meines Amtes, ich war ja nicht nur Vorstandsvorsitzender, sondern auch Manager in Personalunion 8 Jahre lang. Und da konnte ich dann schon mal den kritischen Herbert Becker, Funkel muss defensiv, über Funkel musst du nachdenken und so. Da habe ich gesagt, Herbert, du gehst jetzt zu den Gepäckarbeitern bei der Fraport und hier bei Eintracht Frankfurt bist du Aufsichtsratsvorsitzender und mach das richtig und das machst du auch gut. Aber unterhalte dich bitte nicht mit mir über Funkel. Das hat sich tatsächlich langfristig ausgezahlt. Ja. Der Verein wurde damals, glaube ich, konsolidiert und ich glaube, das haben auch alle erkannt. Wirtschaftlich, ja. Eben. Und dadurch ist dieser Erfolg jetzt tatsächlich wahrscheinlich kein Zufall. Herbert, vielen herzlichen Dank auch für diese intimen Einblicke. Von euch beiden hätte ich jetzt aber gerne noch 2 Zahlen. Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers. Ohne, nur die Zahlen. Ergebnis. 3-2. 3-1. Okay, also 3 Tore und dann... Die anderen für die weniger. Eintracht, also habe ich gesagt für das war jetzt schon gleich. Die Reihenfolge habe ich schon klar festgelegt. Das war schon so gemeint. Nicht ganz so viele wie damals, aber immer noch viele Tore. Ich freue mich, wenn es so sein wird, werde es vom Fernseher verfolgen, aber wünsche euch natürlich ganz viel Spaß vor Ort. Guten Flug morgen und schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Danke sehr. Vielen Dank und ja, wir sind gespannt. Nächsten Montag gibt es dann nochmal ein Heimspiel hier und dann werden wir schauen, über was wir reden. Über den größten Erfolg der Vereinsgeschichte in den letzten 4 Jahrzehnten. Oder vielleicht doch über etwas, das wir jetzt gar nicht so groß thematisieren wollen. Lassen wir einfach mal. Ja, also, danke fürs Zuschauen und viel Spaß am Mittwoch. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.